Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns wieder auf dem Main, auf den Magier, der jetzt mittlerweile Stufe 614 erreicht hat, schon eine ganze Weile. Ja, und bevor das Video losgeht, wollte ich nur noch mal sagen, ja, entschuldige ich mich vorab, falls ich mal wieder in diesem Video ein bisschen lash rüberkommen sollte oder ein bisschen verpeilt hier und da sein sollte. Liegt einfach daran, für die Leute, die mich auf Instagram verfolgen sollten, ja, die wissen es, dass ich nach der Nachtschicht, die ich ja momentan gerade habe, danach noch zum Sport gehe und danach dann nach Hause und dann mich ransetze und ein Video schneide, und deswegen kommen solche unchristlichen Uhrzeiten hier zustande, weswegen es sein könnte, dass mir der ein oder andere Patzer vielleicht unterliegt oder ich hier und da mal vielleicht ein bisschen müde rüberkommen sollte. Das liegt dann auf jeden Fall daran, ne? Nicht jeder Tag ist gleich, jeden Tag mache ich ein Video und ja, deswegen kann sich hier und da auch definitiv mal die Stimmungslage ändern, auf jeden Fall. Ne? Gut, und ansonsten, falls ihr mir nicht folgen solltet auf Instagram, könnt ihr das sehr gerne machen. Da kommt jeden Tag momentan mindestens eine Story von irgendwas. Meine Sport-Challenge ist da noch aktiv. Ich habe da momentan sehr, sehr viel Spaß dran, Instagram zu verfolgen und zu machen halt eben Stories zu posten und sowas. Das ist, finde ich, richtig nice, wenn ich denn auch mal ein paar Sachen habe, die ich dann zeigen kann, auf jeden Fall. Und deswegen, wer sich dafür interessiert, Link zu Instagram unten auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wird auch mal hier und da mal eine kleine Fragerunde passieren, ne? Vielleicht demnächst bald mal wieder. Das auf jeden Fall dazu. Kleine Werbung in eigener Sache. Deswegen Dankeschön. Vielleicht knacken wir da ja bald irgendwann mal eines Tages die 1000 Follower. Das wäre auf jeden Fall schon sehr cool, ne? Aber ich möchte auch wirklich nur Leute da haben, die dann auch Interesse daran haben, mir dort zu folgen, ne? Was bisher ich so das Gefühl habe, dass die meisten, ja, die sich für die Person hinter vielleicht noch YouTube verbirgt, auf Instagram sowieso schon sind, ne? Gut, aber auf jeden Fall genug Gelaber davon. Wir haben heute sehr, sehr Großes vor. Wir wollen vergleichen. Und zwar habe ich ja so eine kleine Serie, sag ich mal, im Gange, beziehungsweise ein Langzeitprojekt, was ich verfolge auf meinem Main-Char. Und das ist halt eben mehr oder weniger eine Art Road to Glory, eine Road to Platz 1 auf dem Server langfristig. Ich hatte euch ja öfter schon mal hier und da erzählt, dass ich auf dem Server mit dem Char sehr hohe Ziele habe, die ich Step by Step natürlich verfolgen möchte und mich kontinuierlich auf meinem eigenen Server verbessere, um irgendwann eines Tages mich dauerhaft auf Platz 1 auf meinem Server hier festsetzen zu können. Das ist absolut keine leichte Aufgabe, denn die Konkurrenz schläft nicht, und das ist auch gut so, das gefällt mir sehr gut, denn ohne wäre es langweilig, muss man mal so sagen, und das treibt mich noch mehr an. Und diese Serie, die habe ich hier und da schon mal gemacht, und wir haben uns die Accounts so ein bisschen angeschaut, verglichen, und die Hauptkonkurrentin, die ich hierbei aufzähle, ist halt eben der Teufli, der Sir Webster und der Psycho. Psycho ist aber so ein bisschen aus der Wertung, habe ich aber trotzdem mit reingenommen, weil der noch die stärksten Statpunkte auf dem Server hat, aber jetzt nicht so bei diesem Kampf um die Top 3 mit so aktiv ist, so wie es Teufli und Sir Webster sind, ne? Genau, das auf jeden Fall mein Langzeitziel, Road to Platz 1, um halt eben eines Tages dauerhaft in der internationalen Ehrenhalle vertreten zu sein, wo jetzt momentan gerade der Sir Webster für unseren Server kämpft, und ihr wisst es ja, jeder erste von dem jeweiligen Server ist an dem Tag, der dann um 18 Uhr wird es, glaube ich, wenn es immer noch so ist, gewertet und kommt dann nächsten Tag in die internationale Ehrenhalle und trifft halt dort eben auf die umliegenden Server-Kontrahenten an, um sich halt eben hier auch nochmal zu messen, um halt hier eventuell auch aufzusteigen. Und das ist halt eben erstmal das ist noch das höhere Ziel, was ich dann noch habe. Erstmal das Langzeitziel ist sowieso schon, mich auf Platz 1 festzusetzen eines Tages irgendwann, was eine sauschwere Aufgabe ist, und dann eines Tages vielleicht in der internationalen Ehrenhalle noch ein bisschen höher zu kommen. Ja?
Und zwar tracke ich dazu auch natürlich die Statpunkte von Sir Webster, von Teufli und von Psycho, ja, auch noch anderen, aber das sind jetzt erstmal die 3, die hier auf dem Server präsent sind und wichtig für mich halt sind, ne? Ich stecke halt in keinen anderen Account so viel Effort, Liebe, Zeit und Hingabe wie in diesen Account. W27, mein Battlemage, mache ich jeden Tag alles tippitoppi, ne? Da hole ich auch fast das Maximum raus. Ich vergesse hier und da mal vielleicht ab und zu die Goldgrube abzuholen. Hier tue ich es definitiv regelmäßiger auf dem Account. W50, der läuft nebenbei. Ja, ich weiß, ich bin da auch Gildenleiter, habe da auch Verantwortung. Pass immer darauf auf, dass die Warteliste einigermaßen gut gefüllt ist. Ist sie momentan auch. Und der läuft aber auch so nebenbei. Aber mein Baby, mein Schatz ist natürlich mein Main-Account. Und das ist auch der einzige Server, wo ich halt ja auch die Basispunkte tracke von meinem Account, beziehungsweise auch von meiner Konkurrenz auf dem Server. Die werde ich euch auch gleich zeigen, denn ich habe einen Einjahresvergleich für euch parat, der vielleicht ganz interessant ist und was ich so in einem Jahr an Statpunkten auf dem Account gemacht habe. Fand ich auch ziemlich interessant für mich selbst, um halt mal zu sehen, guck mal, das hast du hier geschafft in der Zeit und das haben die anderen geschafft, ne? Und das werde ich euch jetzt auch zeigen. Und zwar wenn wir mal hier die Liste aufmachen, dann haben wir hier einmal die Daten vom 30.09.2021. Ich habe es heute getrackt vom 9.09.2022, also es ist knapp ein Jahr. Ich hätte noch ein paar Tage warten können, aber ich wollte nicht mehr warten. Ja, mich hat schon irgendwie so ein bisschen in den Fingern gekribbelt, dass ich unbedingt die Statpunkte vergleichen wollte. Ja, ich konnte nicht mehr, es tut mir leid. Ja, ich hätte noch ein paar Tage, dann wäre es genau glatt ein Jahr gewesen. So ist es ein paar Tage weniger, aber ich denke mal, das ist trotzdem in Ordnung. Ja, und zwar sehen wir hier, dass ich vor einem Jahr 122.827 Statpunkte hatte und jetzt Stand heute 192.969 Statpunkte habe, was insgesamt ein Basis-Stat-Punkt-Gain bzw. ein Plus ist von 72.142 Statpunkten in einem knappen Jahr. Ne? Also ein paar Tage hätte ich jetzt noch mehr gehabt. Ne? Dann sind es vielleicht noch mal ein paar mehr. Ich sag mal so, ich mache pro Tag um die 170 bis 200 Skillpunkte, kann man so circa rechnen. Ne? Mal mehr, mal weniger, kommt auf die Quest an. Aber so im Schnitt ungefähr kommt das hin. Ja? Um nochmal das zu erwähnen, ich gehe bei den Basispunkten von dem Hauptattribut und dem Nebenattribut aus. Die anderen Skillpunkte, die lasse ich außen vor. Die sind in meiner Rechnung nicht vorhanden. Also es gilt nur bei Teufel jetzt zum Beispiel Intelligenz, Ausdauer, was ich zusammengezählt habe, Sir Webster Stärke, Ausdauer und bei Psycho auch Intelligenz, Ausdauer. Der Rest ist nicht wirklich ausschlaggebend. Ja? Und dann sieht man hier halt eben auch nochmal, dass ich in diesem einem Jahr die meisten Statpunkte gemacht habe. Wir sehen zum Beispiel, dass ich vor einem Jahr der schlechteste war von den Statpunkten her. Ein Sir Webster war über mir, ein Teufli war weit über mir und ein Psycho war schon echt undenkbar, den einzuholen. Ja, jetzt ist es immer noch so, dass Psycho immer noch die Nase vorn hat, allerdings in diesem einem Jahr die am schlechtesten abgeschnitten hat, was die Basispunkte angeht. Das heißt, sowohl Teufli, Sir Webster als auch ich haben auf Psycho wirklich einen riesen Sprung hingelegt dieses Jahr. Er ist lange Zeit und war auch lange Zeit, beziehungsweise ist immer noch der Führende mit den Basispunkten, hat sich aber jetzt ein bisschen auf seine auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Ja? Und deswegen ist es halt möglich gewesen, dass halt wir drei auf Psycho gut aufgeschlossen haben. So. Das Gute ist, in diesem einem Jahr war Sir Webster noch vor mir. Jetzt ist Sir Webster hinter mir, statpunkt-technisch. Das heißt, Sir Webster habe ich jetzt mittlerweile sogar schon überholt. Sir Webster, muss man auch dazu sagen, hat hier
mit auf Platz 2, jetzt abgesehen von mir, mit am meisten Basispunkte gemacht und ich sage euch so, wie es ist, in einem Jahr 65.000, fast 66.000 Basispunkte zu machen, ist immer noch verdammt viel und das meine ich damit, die Konkurrenz schläft nicht und das finde ich halt so nice an der Sache, wenn man zusammenrechnet, sind es halt 7.000 Basispunkte, die ich in den einem Jahr auf Sir Webster gut gemacht habe. Und das ist auch sehr viel und das hört sich sehr viel an, ist auch sehr viel. Aber wenn man es jetzt auf die Ausdauer bzw. auf die Lebensenergie misst oder halt auf den Schaden, der dabei rumkommt, ist es im Vergleich eigentlich fast nicht ausschlaggebend, weil dann der Glücksindikator von Shakes & Fidget dann doch immer noch mal Überhand nimmt. Ne? Wir sehen es ja auch ganz gut. Sir Webster besiegt mich im PvP meistens immer noch, obwohl ich jetzt schon basispunkttechnisch vor ihm bin. Ja, das liegt aber halt auch ein Stück weit damit zusammen, dass Sir Webster ein bisschen konstanter vom Schaden ist und deshalb eben nicht so eine hohen Schadensspannen aufweist wie ich jetzt zum Beispiel. Und ja, da haben wir ihn glücklicherweise besiegt, aber ihr seht, das ist immer noch alles komplett random. Und diesen Random-Faktor der Kämpfe möchte ich eines Tages irgendwann ausgemerzt haben, sodass selbst wenn ich dass ich eine realistische Win-Chance von, keine Ahnung, von 70, 80, 90% habe oder so. Ne? Und das wirklich ganz selten ist, dass die anderen beiden gewinnen. Momentan ist es ja eher so ein 50-50-Ding, sag ich mal, zwischen uns dreien, dass jeweils einer gewinnt. Ne? Ansonsten, ja, Teufli ist auch immer noch vor mir, aber ganz knapp. Den werde ich die nächsten Monate noch einholen, beziehungsweise auch überholen. Und ja, Psycho wird wahrscheinlich heute seine 200.000 Basis-Stat-Punkte feiern auf seinem Hauptattribut und Nebenattribut. Und ja, das ist auf jeden Fall so das, was ich jetzt dieses Jahr getrackt habe. Der Rest interessiert mich eigentlich fast gar nicht. Was ich noch interessant gefunden hätte, das kann man aber wahrscheinlich im Video oder so nachschauen von vor einem Jahr vielleicht, was man halt eben noch so an Lebensenergie jetzt gemacht hat oder an Schaden jetzt, ne? Jetzt nicht nur Basispunkte, aber die Basispunkte sind halt eben mit das Wichtigste. So, ne? Das ist ausschlaggebend auf jeden Fall. Und deswegen tracke ich diese auch mit. Ne? Ja, wie gesagt, kein anderer Char bekommt von mir so viel Aufmerksamkeit wie dieser. Es ist ja auch jedes Mal so, wenn wenn ein legendärer Dungeon ansteht, ist es auch definitiv Pflicht mittlerweile für mich, dass ich mein Inventar voll mit Epics stopfe. Bevorzugterweise Epic Waffen, weil die 2 Slots brauchen beim Schmied zum Zerlegen, um halt eben ein Maximum an Kristalle rauszuholen. Du kannst dir beim Epic-Event natürlich hier auch für Kristalle Epics kaufen und die zerlegen, aber die kosten jedes Mal 1 Skillpunkt, das heißt, ist nicht worth für die Kristalle 1 Skillpunkt zu opfern, sondern du wartest auf den legendären Dungeon, weil da bezahlst du Pilze und kein Gold, rush durch die Etagen, holst dir Epics und versuchst die dann die nächsten Tage zum Zerlegen dann halt eben aufzubewahren und halt eben, wie gesagt, sein Inventar bevorzugterweise voll mit Epic-Waffen zu machen und dann hast du am längsten halt eben was davon, beziehungsweise am meisten halt denn, ne? Und das mache ich halt auch wirklich nur auf meinen Main-Char beim Leggy Dungeon und bei den anderen Chars mache ich es nicht, weil es mir da halt eben zu aufwendig ist, zu zeitintensiv und auch zu teuer. Ja, also wie gesagt, hier stecke ich auch noch mit am meisten Geld rein, was das angeht, ne? Also aus eigener Tasche, nochmal dazu gesagt. Guti, ja, das war es auf jeden Fall dazu. Ich hoffe, ihr fandet das auch einigermaßen interessant. Ich fand es definitiv mal schön zu sehen, wie sich das so über ein Jahr entwickelt hat. Und ja, falls ihr auch Charaktere habt, die im selben Levelbereich sind, beziehungsweise vielleicht sogar höher oder auch niedriger und auch euren Fortschritt ein bisschen scannt, ein bisschen trackt, dann würde mich das auf jeden Fall mal sehr interessieren, was ihr so in einem Jahr geschafft habt, an Basispunkte zu generieren. Dabei zählt halt eben Ausdauer und euer Main-Attribut zusammen. Das würde mich sehr interessieren, was ihr so geschafft habt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.